An deutschen Krankenhäusern herrscht Hochbetrieb nonstop. Das Arbeitspensum ist enorm hoch. Zu wenig Personal, zu lange Schichten, zu wenig Schlaf. Das ist Stress pur und leider meist normal. Dazu kommen steile Hierarchien und oft ein harscher Kommandoton, der keine offenen Diskussionen zulässt. Streitpotenzial in Kliniken ist häufig die Unzufriedenheit der Mitarbeiter. Wir haben nicht so viel Zeit für die Patienten, das Miteinander bleibt auf der Strecke. Das birgt einfach einen Stressfaktor, der immens hoch ist. Und genau das will dieses Team einer chirurgischen Station ändern. Im Februar 2023 startete an der Klinik Aschaffenburg-Alzenau das Pilotprojekt Meine Station. Alle Beschäftigten entwickeln hier gemeinsam Ideen, wie der Krankenhausalltag besser funktionieren kann. Sie können gemeinsam mit Menschen viel erreichen. Wir können füreinander da sein. Und ich glaube, das ist Medizin, da gehört Medizin hin. Und das soll wieder wirklich 100% erlebbar gemacht werden für die Menschen, die hier in dieser Medizin arbeiten. Organisationsstrukturen, Arbeitsabläufe und die Art der Kommunikation sollen völlig neu gedacht werden, ohne Hierarchien. Doch neue Strukturen und Aufgabenverteilungen zu entwickeln, auch das birgt Konfliktpotenzial. Begleitet werden sie deshalb von einem Trainerteam für gewaltfreie Kommunikation. Wie funktioniert Kommunikation, wie funktioniert Empathie, wie kriege ich Verbindung mit anderen Leuten hin, auch wenn es schwierig ist, auch wenn ich nicht so gut nachvollziehen kann, was will denn der? In jedem Fall Patienten, Kollegen, Kolleginnen tun Dinge, die mir nicht gefallen. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten, in mir zu reagieren. Ich kann überlegen, warum sind die so schwierig? Was ist falsch an denen? Oder ich frage mich, was haben die für ein Bedürfnis? Warum macht er das? Dieser Patient, der jetzt schon zum 5. Mal geklingelt hat oder der halt, was weiß ich, sich unheimlich anstrengend verhält, was braucht denn der, was er oder sie nicht besser ausdrücken kann? Alles, was ich tue, ist immer ein Versuch, irgendeines von diesen Bedürfnissen zu erfüllen. Was bedeutet Empathie? Es bedeutet, mich tiefer zu verstehen und darüber auch andere Menschen besser zu verstehen. Was läuft in mir und vor allem, was brauche ich und was brauchst du? Und das erzeugt Verbindung und dann Kooperation und Lösungen. Hinten dran steht eine Haltung von menschlicher Augenhöhe und Gleichwertigkeit. Und was es nicht ist, es ist nicht immer nett und blümchenweich. Ja, was viele Leute, das sind die mit den Wattebäuchchen. Nee, sind es nicht. Das kann sehr klar, sehr deutlich sein. Herzlich willkommen zu unserem regelmäßigen Clear the Air Meeting. Es geht darum, uns mit dem zu zeigen, wie es uns gerade geht und einfach die Luft ein bisschen zu reinigen. Sprich, wer zum Beispiel Ärger mit sich herumschleppt, kann ihn hier im geschützten Raum loswerden. Es gelten feste Regeln, damit daraus eben kein Streit, sondern ein konstruktiver Dialog wird. Jan, du hast schon das Megafon genommen. Den Radioempfänger gebe ich dir auch mal gleich zum Verteilen. Du darfst ja entscheiden, wen es betrifft. Von wem möchtest du gehört werden? Ich würde gern vom Tom gehört werden. Danke. Wir haben uns ja jetzt hier in dem Projekt quasi darauf geeinigt, dass wir bestimmte Verantwortlichkeiten übernehmen. Und ich habe das Gefühl, dass du immer mal wieder Aufgaben übernimmst, die eigentlich mir zugeteilt waren und die in meinem Verantwortungsgebiet liegen. Und ich fühle mich da an manchen Stellen irgendwie ein bisschen auch übergangen und ich habe das Gefühl, dass du denkst, dass ich das nicht richtig mache. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, Jan, geht es darum, dass ich Sachen übernehme, einfach ohne mit dir mich kurz zu schließen, beziehungsweise dass ich von mir gebe, dass ich finde, dass du es nicht richtig machst, dass ich deshalb übernehme. Dann würde ich dich bitten, dass ihr einmal quasi Sender und Empfänger tauscht. Die wichtigste Regel: erst zuhören und versuchen zu verstehen. Dann erst wird der Empfänger zum neuen Sender und kann seine Sicht der Dinge, seine Emotionen und Bedürfnisse mitteilen. Also ich kann das gut nachvollziehen. Das ist aber diese neue Art, wie man miteinander umgeht, wie man arbeitet, dass man eben dieses rollenbasierte Arbeiten, dass ich das auch erst lernen muss. Nach über 30 Jahren Berufserfahrung in anderen Systemen ist das natürlich dann nicht so einfach, damit umzugehen. Sprich mich bitte während der Arbeit dann auch immer sofort an, dann können wir das auch klären. Es wird anders gestritten, in der Tat. Ja, es wird nicht mehr so aggressiv gestritten. Also es ist
überlegter. Man haut nicht einfach direkt so seine Meinungen raus oder was einem jetzt am anderen stört. Man geht ganz anders in die Gespräche, in die Streitsituation rein als am Anfang. Es hat sich eigentlich so vieles geändert. Dieser Stress ist weg, dieses Miteinander unter den einzelnen Berufsgruppen, wesentlich offener wird geredet, man hat mehr Zeit wieder. Die Patientenversorgung, die hat deutliche Fortschritte gemacht. Auch das Feedback, was man von den Patienten bekommt, ist durchweg positiv. Und ich habe nach einem Dienst das Gefühl, ich kann nach Hause gehen zufrieden und habe alle meine Aufgaben erledigt und bin nicht hinterhergehetzt und konnte sowohl dem Patienten gerecht werden, als auch mir und meinen eigenen Ansprüchen. Patientinnen und Patienten profitieren besonders bei der Visite. Es bleibt mehr Zeit für persönlichen Austausch. Guten Morgen, Herr Bauer, nehmen Sie Platz. Wie geht's Ihnen heute? Mir geht's ganz gut heute. Hubertus Schmitz-Winnenthal hat das Projekt initiiert. Für ihn funktioniert gute Medizin nicht ohne einfühlsame Kommunikation. Mit welchem Gefühl gehen Sie hier raus? Ich gehe mit dem Gefühl hier raus, dass ich jetzt noch eine Etappe habe, die nächste Chemo, und dass ich es dann geschafft habe einfach. Also ich gehe mit einem guten Gefühl hier raus. Wie geht's in Ihrer Familie mit damit? Es war schon sehr emotional alles, aber auch die haben jetzt einfach die Hoffnung, dass es sich so entwickelt, dass ich wieder gesund werde. Man kommt an Gefühle, man kommt an Ängste, und das spielt alles in diese Behandlung, gerade auch in chirurgische Behandlung, spielt es mit rein, und das hat einen enormen Effekt auch auf die Wundheilung. Und wenn Sie wirklich schauen, was sind die Bedürfnisse dieses Patienten, und zwar tagesaktuell, und wie kann man die im Team gemeinsam dem Patienten ermöglichen. Wenn Sie das gut machen, brauchen Sie eventuell am Anfang ein paar mehr Worte, aber Sie sparen dann am Ende wahnsinnig viel Missverständnisse, Probleme, Konflikte und auch Streit. Machen Sie es gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich habe das Gefühl, dass es auf Augenhöhe einfach kommuniziert wird hier. Haben Sie das Gefühl, das hilft Ihnen irgendwie beim Gesundwerden? Ja, für mich ganz wichtig. Einfach sich aufgehoben fühlen und so das Vertrauen zu haben. Es wird alles wieder gut. Gegenseitiges Vertrauen und eine Gesprächs- und Streitkultur, in der die Bedürfnisse aller Beteiligten ernst genommen werden. Das ist der Kern dieses Pilotprojekts, das, so hoffen hier alle, auch in anderen Krankenhäusern Schule machen wird.